Moin Felix, cool, dass ich dich einmal runterlocken konnte aus dem Büro hier in unsere Brand World, wo wir das neue Modelljahr ausstellen. Felix, vielleicht vorab erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du genau bei Kalkoff? Hi Tim, ich bin Felix, 30 Jahre alt, bin hier Produktmanager bei Kalkoff seit 2018 und genau, lebe und wohne in der Stadt Oldenburg. Das ist ganz hier in der Nähe und genau. Ja super, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Was ist denn alles neu bei Kalkoff im Modelljahr 2025? Was sind so die Neuheiten? Ja. In 2025 haben wir mehrere Neuheiten. Die erste Neuheit ist das neue Entice 5 Line-Up. Dann haben wir ein neues Entice 7 Line-Up. Wir haben das preisgekrönteste Level bei uns im Sortiment. Die Light-Modelle haben wir erweitert um Preiseinstiegsfahrzeuge und wir haben viele neue spannende Farben. Ich meine, der ganze E-Bike-Markt, du erwähnst es ja schon, ist unglaublich dynamisch. Tracken wir denn beispielsweise auch die Kundenbedürfnisse? Kann man so nachvollziehen, wie sich das beispielsweise über die Jahre geändert hat oder was aktuell den Leuten wichtig ist? Ja, also es gibt da verschiedenste Trends und verschiedenste Entwicklungen, die wir sehen. Eine davon ist das Thema Leichtigkeit oder Gewicht im Thema E-Bike. Und das haben wir in 2024 für uns sozusagen auf die oberste Fahne geschrieben und haben 2024 die ersten Light-Modelle gebracht im Kalkoff-Sortiment und haben jetzt in 2025 dieses Thema nochmal um Preiseinstiegsfahrzeuge erweitert. Und dieser Trend, ein leichteres E-Bike zu haben, der ist ungebrochen. Ja. Wir erleben sozusagen mit diesen Modellen, die wir jetzt in 2024 gelauncht haben, einen bahnbrechenden Erfolg. Also das heißt, wir haben jeden Preis bisher irgendwie abgeräumt, den man gewinnen konnte. Wir haben sogar den EF Design Award für diese Modelle gewonnen. Und da sind wir sehr stolz drauf und das haben wir jetzt für 2025 uns da auch neue Dinge überlegt, die wir dort entsprechend dann bringen. Ja, du sprichst an, gerade den EF Design Award kriegt man ja auch nicht geschenkt. Ich meine, wir stehen hier steht das neue Endeavour Light Season. Wenn ich mir das Rad so angucke, was zeichnet das denn aus? Was sind so die Besonderheiten? Genau, also die Besonderheiten generell an dieser Season-Ausstattung, die wir jetzt in 2025 bei den Light-Modellen eingeführt haben, ist dass die sehr preisattraktiv daherkommen. Ja, das heißt, wir haben uns irgendwie den Fokus bei dieser Ausstattungsvariante darauf gelegt, dass wir einen schönen Preis haben wollen für die Leute, sodass wir diese Räder noch einem breiteren Publikum zugänglich machen können. Und ja, diese Räder kommen auch mit der Kalkoff-DNA, sprich dem hohen Alltagsnutzen. Das soll heißen, die haben jetzt eine Federgabel. Im 2024er Line-Up hatten wir Modelle mit einer starren Gabel. Die haben wir auch weiterhin, aber hier haben wir jetzt eine Federgabel, einen breiten Reifen und natürlich super spannende Farben. Sodass diese Season-Ausstattung perfekt für jemanden ist, der in die Kalkoff-Welt einsteigt und ein leichtes, integriertes Fahrrad haben möchte. Lass uns doch mal zum Fahrrad rübergehen. So Tim, jetzt zeige ich dir hier nochmal alle Features, die alle unsere Light-Modelle gemeinsam haben. Ja. Wir haben bei der Entwicklung ja ganz viel uns Gedanken gemacht, wie können wir dieses Fahrrad sehr alltagstauglich gestalten. Und wir haben für uns ganz klar gesehen, dass bei der tiefen Rahmenform die Möglichkeit auch gegeben sein muss, das Fahrrad irgendwie anzuheben. Und da haben wir uns hier überlegt, einen Tragegriff zu integrieren. Also auch für Leute geeignet, die jetzt nicht nur im ersten Geschoss wohnen, sondern vielleicht auch mal im dritten, um das Ganze hochzuheben. Genau so. Wir sind ja auch bei den Leiträdern. Genau so ist es, genau. Das heißt, das gilt für alle Leiträder, die den tiefen Einstieg haben. Das zweite Besondere ist, dass du hier vorne am Steuerkopf die Möglichkeit hast, ein Front Carrier Set zu montieren. Okay. Bei dem Image Light Advance ist das standardmäßig dabei, aber bei allen anderen Modellen kannst du das montieren. Das ist super leicht, super zugänglich. Das haben wir so einfach gestaltet, dass sogar der Endverbraucher kann. Das heißt, ich kann auch mit dem Endeavour noch mal einkaufen fahren und meine ganzen Lebensmittel sicher nach Hause transportieren. Genau so ist es. Und cool. Das Set kommt dann für 99 € für dich, für den Endverbraucher. Und ist dadurch auch irgendwie, glaube ich, sehr stark im Preis. Absolut. Genau. Das nächste tolle Feature, was wir bei diesen Rädern implementiert haben, ist die Möglichkeit, dass du deine Reichweite erhöhen kannst. Die kannst du erhöhen, indem du eine Zusatzbatterie, das ist der Bosch Power More 250, kaufst und dann entsprechend hier montierst, mit einem Kabel auf der Rückseite mit dem Stromanschluss verbindest und dann bis zu 50 Kilometer mehr Reichweite hast. Sodass du dann praktisch in Summe auf bis zu 130 Kilometer Reichweite kommst. Ja, wenn man alles zusammennimmt. Genau, die interne Batterie plus die externe Batterie. Und ich glaube, da ist so gut wie fast jeder
sehr happy mit der Reichweite. Der fährt 130 Kilometer am Stück, die wenigsten. Genau. Sehr hoher Alltagswert und kann man damit, glaube ich, gut Touren fahren. Genau. Endeavour haben wir jetzt besprochen. Was wir aber auch haben, sind ja leichte Image-Modelle und leichte Endheiß-Modelle. Bei den Image-Modellen ist der Unterschied, wenn wir das jetzt exemplarisch an dem Endeavour-Modell hier angucken, ist, dass wir dann hier bei den Image-Modellen auf eine Nabenschaltung zurückgreifen. Einmal in der Riemenvariante und einmal mit einem Chain-Glider, wo sozusagen die Nabenschaltung mit der Kette kommt, aber dann komplett gekapselt ist, sodass es auch für den hohen Alltagsnutzen leicht ist. Ja? Was sich noch unterscheidet, ist, dass wir ein Front Carrier Set ab Werk haben bei dem Image Lite Advance. Ja. Und genau, das sind die Unterschiede zum Image. Beim Endheiß ist es folgendermaßen, hier greifen wir auch auf eine Kettenschaltung zu, wie beim Endeavour, allerdings mit einem größeren Übersetzungsbereich. Das heißt, gerade wenn man in hügeligen Regionen unterwegs ist, hat man noch mehr Bandbreite. Ja. Genau. Was wir auch haben, wir haben eine Federgabel mit mehr Federweg. Das ist auch gerade im Hügeligen wichtig. Oder wenn man auch sozusagen auf Feldwegen unterwegs ist, dass man da einfach etwas mehr Dämpfung hat. Das heißt, da haben wir bis zu 80 mm Federweg im Endheißbereich und wir haben einen sehr grobstolligen Reifen, der perfekt für Feldwege gemacht ist. Ja? Das sind die entscheidenden Unterschiede. Wahnsinn, das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, was ich für mich mitnehme, die 24er Modelle bleiben, sind weiterhin im Handel verfügbar. Für 25 on top die Season-Modelle, immer noch Weltklasse Preis-Leistungs-Verhältnis, leichte Teile und immer noch eine hohe Alltagstauglichkeit, also sind wir bestens gerüstet. Super, Tim. Super spannend. Felix, ich danke dir für die ganzen Infos. Also ich fand es super lehrreich, das Lite hat mich auf jeden Fall überzeugt. Danke dir für deine Zeit und dann würde ich sagen, machen wir uns auf, ab zum nächsten Rad.